Hallo und herzlich willkommen zu einem spannenden Vortrag im Gira-Forum. Es ist Tag 3 und wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, der erste am heutigen Tag. Handwerk 2.0, vernetztes Handwerk und wo die Fachkräfte dafür herkommen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diese hochkarätige Besetzung hier bei mir haben kann. Einmal zu meiner Linken die Nicole Dunker, Co-Founder und CEO bei Handwerk Connected, und zu meiner Rechten den Robert Groth, Geschäftsführer von 80 Sekunden Neues bauen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass wir dabei sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Ja, wir sind auch mittlerweile Partner bei 80 Sekunden. Das freut mich auch ganz besonders sehr, weil das hat sich ja zum Ziel gerade gesetzt, dass wir das Handwerk unterstützen, noch digitaler werden und auch Lösungen finden, die dem Wohnungsmangel begegnen. Von daher finde ich es auch besonders spannend, dass wir uns jetzt nochmal um das Thema Handwerk 2.0 beschäftigen. Ich wünsche uns viel Spaß und die Bühne gehört euch. Ja, wunderbar, meine Damen und Herren. Freue mich, dass Sie alle hier dabei sind und natürlich vor Ort und auf Ihren Screens das verfolgen. 80 Sekunden, was heißt das? Das bedeutet nicht, dass dieser Talk nur 80 Sekunden dauert. Nein, das kommt von was anderem. Die Bundesregierung hat gesagt, wir brauchen 400.000 neue Wohneinheiten im Jahr. Das klingt erstmal easy, aber das heißt, dass alle 80 Sekunden eine fertig werden müsste. Das klingt nicht mehr so easy, vor allen Dingen, wenn man es nur auf dem Papier schreibt. Am Ende muss es jemanden geben, der das baut. Und am Ende braucht es deswegen in erster Linie auch das Handwerk, weil ohne Handwerk kein Wohnungsbau, ohne Handwerk nicht in 80 Sekunden und auch nicht in einem Jahr auch nur eine weitere Wohnungseinheit. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen geht es uns auch mit unserer Plattform bei 80 Sekunden darum, die Macher zusammenzubringen, die wirklich in Sachen Wohnungsbau was Neues schaffen und wirklich am Ende dafür sorgen, dass auch mit dem Wohnungsnotthema in Deutschland zumindest mittelfristig Schluss ist. Und eine wirkliche Macherin, die dafür sorgt, dass das Handwerk auch die Kapazität hat, um an dieser wichtigen Bewegung teilzunehmen, ist Handwerk Connected und ist Nicole Dunker als die Chefin von Handwerk Connected, die wirklich Handwerker zusammenbringt und Handwerkern aktiv hilft. Nicole, was macht ihr? Hallo erstmal, auch in meinem Namen. Danke, Robert, dass ich hier sein darf. Wir bieten letztendlich eine digitale Plattform, über die sich Handwerksbetriebe vernetzen können. Das heißt, es klingt recht einfach, ist es nämlich auch. Uns geht es darum, dass Handwerksbetriebe Kapazitäten finden, Fachkräfte finden oder auch Aufträge finden, die sie ansonsten nicht gefunden hätten. Das bringt dem einzelnen Handwerker letztendlich mehr Flexibilität und mehr Sicherheit in seiner Planung, mehr Personal und uns als Gesellschaft am Ende des Tages mehr Kapazität, mehr Installationsleistung. Das heißt, Handwerkskapazität, das heißt, wie funktioniert das? Die tauschen untereinander Mitarbeiter? Ja, jein. Also tatsächlich tauschen Mitarbeiter in dem Sinne nicht, sondern es ist letztendlich einfach so, wir haben zu Anfang, vor 5 Jahren, als wir gestartet sind, haben wir uns mal ganz genau angeguckt, schon damals war Fachkräftemangel in aller Munde. Was heißt das denn konkret? Und natürlich gibt es die Betriebe, die immer in der Überlast sind, die immer zu viel Aufträge haben, nicht wissen, wohin mit ihren Aufträgen. Es gibt aber auch in der Struktur, und das sind sehr viele Betriebe, gerade die Kleinstbetriebe, viele Betriebe, die eben nicht voll ausgelastet sind. Und die zwei zusammenzubringen, weil das oft auch Betriebsstrukturen sind, die sonst nicht miteinander reden, das ist letztendlich die Grundidee, die einfache. Okay, sehr spannend. Das heißt, Handwerksbetriebe helfen sich untereinander auftragsbezogen mit Kapazität aus oder eben auch mit neuen Kompetenzfeldern aus, oder? Genau das ist es. Es sind letztendlich die zwei Fälle, die du gerade gesagt hast. Natürlich geht es um Kapazität, um Spitzen oder auch um andersrum, ich brauche dringend Aufträge. Es geht aber auch darum, das sehen wir hier auch in den Hallen, das sehen wir auch in anderen Gewerken, die Komplexität der Technologie wird ja mehr. Das heißt, der einzelne Handwerksbetrieb hat ja neben den 100.000 anderen Herausforderungen, die er hat, auch immer noch die Herausforderung, dass er technologisch immer mehr abbilden muss. Er muss seine Mitarbeiter immer mehr qualifizieren für eine viel breitere Range an Technologien. Und das bedeutet wiederum, wenn ich es effizient und produktiv halten will, muss ich mich eventuell spezialisieren und habe dadurch aber eben auch Betriebe oder Bereiche, die ich nicht gut abdecken kann. Und da den Schulterschluss zu finden im Handwerk ist ein Riesenschlüssel zum Thema Fachkräftemangel. Super. Gut, Fachkräftemangel ist ein Thema, beschäftigt sehr viele. Nun lahmt ja gerade die Baukonjunktur. Wird denn überhaupt Fachkräftemangel ein dauerhaftes Problem sein oder war das nur so eine gewisse Phase?
Also es wäre schön, wenn das nur eine Phase gewesen wäre, aber es ist ganz klar, dass es nicht so ist. Allein im letzten Jahr, es fehlen 20.000 Azubis. Das heißt, der Rattenschwanz ist ja noch gar nicht absehbar, was da passiert. Und das, was du gerade sagst, die Konjunktur lahmt auf der einen Seite im Thema Neubau, okay. Auf der anderen Seite haben wir aber Technologien oder Technologiewandel auch Boom. Also es ist tatsächlich für mich ist es ganz klar so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen der Trend, die Welt in vielen Bereichen wird komplexer. Das heißt, auch die Herausforderungen für einen einzelnen Handwerksbetrieb werden komplexer. Und es gibt immer so Strömungen und Gegenströmungen, die es für den einzelnen Betrieb eben zu meistern gibt. Okay, das ist natürlich sehr spannend. Das heißt, es wird ein dauerhaftes Thema sein für das Handwerk, die richtigen Mitarbeiter für die passenden Aufträge zu haben, ohne selber vielleicht eine ganz große Zahl von Experten oder auch eigenen Leuten in den klassischen Feldern vorhalten zu müssen. Wie läuft das jetzt? Das sind ja nicht die eigenen Mitarbeiter, die ich dann quasi in meinen Betrieb hole oder die mir von einem anderen Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Wie funktioniert das? Ich habe ja nicht so den direkten Zugriff auf die wie bei eigenen Leuten eigentlich. Letztendlich läuft das ist eine interessante Frage, die auch immer am Anfang gerade kam. Es läuft nicht anders als vorher. Das heißt, letztendlich ist die Anbahnung, woher kommt der Auftrag und woher kommt ich nenne es jetzt mal die Baustelle, die nächste, die ist anders. Die managen wir in einen anderen Weg. Aber das Abarbeiten, das heißt, dass der Handwerker, sei das in einem kleineren Betrieb, morgens gesagt bekommt, du fährst bitte dahin, dass es da eine Dispo oder in einem größeren Betrieb über eine zentrale Dispo koordiniert wird, die ist genau gleich. Und das heißt, die Handwerker treffen sich einfach, das ist gelebter Usus. Jeder Handwerksbetrieb kennt es, dass er mit anderen Fremdgewerken auf einer Baustelle zusammenarbeitet. Gerade im Neubau gibt man sich da ja auch durchaus prozessorientiert ich nenne jetzt mal den Schlüssel in die Hand. Das ist gelebte Praxis. Okay, spannend. Und ihr habt 3.000 Handwerker unmittelbar schon vermittelt? Tatsächlich 3.500 aktuell, also wir wachsen gerade. Das wächst unaufhörlich, das ist natürlich wunderbar zu sehen. Tatsächlich, wir wachsen tatsächlich sehr stark und ich denke, das ist ein Thema, was ich gerade gesagt habe, dass dieses Spannungsfeld, diese unterschiedlichen Herausforderungen, die der einzelne Handwerksbetrieb hat, die sind größer geworden in den letzten 2-3 Jahren und das merken wir einfach mittelbar auf der Plattform. Und das heißt, ihr bildet im Grunde genommen auch verschiedene Gewerke ab. 15 Gewerke, glaube ich. Oder sind es jetzt auch schon 17? Es sind 16. 16. Ich kriege heute den kleinen Korinthen. Nein, es sind 16 Gewerke. Nein, ich meine, solange das Wachstum ist, ist doch alles wunderbar. Es freut uns einfach, weil letztendlich geht es ja darum, was ich gerade gesagt habe, führende Gewerke bei uns auf der Plattform sind Sanitär, Heizung, Klima und Elektro. Das sind oft die führenden Handwerksbetriebe, die eben auch dann die Fremdgewerke, nenne ich es mal, mitkoordinieren. Ich mache ein Beispiel, sei das rund um Photovoltaik, Batteriespeicher etc. Es ist oft so, dass ich entweder noch mal mit einem Dachdecker vielleicht zusammenarbeiten muss, um was aufs Dach zu bringen oder mit einem Gärtner, um eine Leitung irgendwie verlegen zu lassen vom Haus. Also wir sind viel im Privatsektor unterwegs, muss ich auch dazu sagen. Gleichwohl es auch andere Beispiele gibt, komme ich auch gleich nochmal zu. Aber genau, das sind so das zeigt einfach, dass die Entwicklung da ist, dass sich die Gewerke rund um diese 2 Gewerke weiterentwickeln. Und wenn es jetzt 3.500 schon sind, machen die das häufiger? Probieren die das einmal aus und das war's? Oder ist es so wirklich, dass da viele jetzt schon fest mit euch rechnen und dadurch vielleicht auch ganz andere Aufträge annehmen können? Das ist tatsächlich das Schöne, was wir gerade sehen. Wir haben so, ich nenne es jetzt mal Serial-Täter mittlerweile. Wir sagen immer so ein bisschen flapsig, alle 11 Sekunden verliebt sich ein Handwerker bei uns auf der Plattform. So ist es nicht. Also ja, da können wir mit 80 Sekunden ja gar nicht mithalten. Das stimmt. Das wäre eine schöne Vision. Um mal kurz die Anzahl auch so im Schnitt vermitteln wir pro Tag aktuell eine Kooperation. Okay. Das sind zum Teil Erstkooperationen, zum Teil sind das auch Folgekooperationen. Was wir merken ist, und das ist schön, dass einfach die Plattform durch gewisse Features, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wir haben so eine Art Baustellenplaner etc. mit drin, was gerade für die Kleinstbetriebe einfach interessant ist, dass die das wieder nutzen, weil es für sie einfach eine Erleichterung ist in ihrem Daily Business. Die haben keine Lust, vielleicht Aufträge, Werbung etc. zu machen, Kleinstbetriebe als Beispiel jetzt, sondern die gehen da halt drauf, die finden da Aufträge von ihrer Fachkompetenz, auf die sie spezialisiert haben. Andersrum, ich kann spezialisiert Aufträge da auch quasi live schalten und die Plattform matcht dann automatisiert dagegen. Ja, super. Und das heißt, ich kann vielleicht auch als Handwerker ganz andere Auftragsvolumina annehmen oder halt eben Aufträge, die auch Kompetenzfelder mit einschließen, die ich bisher als Betrieb über meine eigenen Leute gar nicht abzubilden in der Lage bin?
100%. Das ist das, was ich gerade auch Und da kurz gibt es auch wirklich angekündigt habe. Beispiele, dass das gelingt. Gibt es ganz aktuell kann ich jetzt sagen, wer jetzt Handwerker ist, handwerkconnected.de, meldet euch an. Ihr werdet sehen, sind mehrere Großprojekte drin. Ein Krankenhaus in Köln zum Beispiel, ein Riesenprojekt über 2 Jahre. Der Handwerksbetrieb, der das quasi leitet, sagt ganz klar, er hat über uns jetzt schon, ich glaube, lass mich nicht lügen, aber 4 oder 5 Partner gewonnen, die quasi nach und nach den Innenausbau da vorantreiben. Und das ist ganz klar, dass er sagt, er hätte dieses Projekt so nicht machen können. Das ist natürlich spannend, aber ist es am Ende so, dass so ein Mitarbeiter dann vielleicht sagt, ach, ist ja eigentlich ganz cool, dieser Kooperationsbetrieb, wo ich da bin, ich wechsle dahin? Ist das schon passiert? Danke für diese Frage. Das war die allererste Frage, die überall und immer kam. Ja. Und ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, nein, ist noch nie passiert. Warum? Das ist immer so die German Angst, möchte ich an der Stelle jetzt auch so ein bisschen sagen. Aber warum passiert das nicht? Nochmal, es ändert sich vom Prozess nichts. Der Mitarbeiter bekommt entweder über eine zentrale Dispo gesagt, da fährst du bitte morgen hin, das ist dein Aufgabengebiet für nächste Woche, oder er bekommt morgens gesagt, wo er hinfährt, je nachdem, wie die Struktur ist in den Betrieben. Das heißt, für den Mitarbeiter ändert sich nichts. Im Zweifelsfall sogar, und das ist was wir wirklich gemerkt haben, ist das für den Mitarbeiter sogar noch was Schönes, weil ich nenne es jetzt mal, seine Kompetenz gewertschätzt wird. Weil durch dieses Miteinander spielen im Handwerksbetrieb kann ich ja auch als Handwerksbetriebseigner sagen, ich setze meinen Mitarbeiter eben für das ein, für was er qualifiziert ist. Und ich lasse ihn nicht, wenn dieser Auftrag mal nicht da ist, keine Ahnung, einen tropfenden Wasserhahn noch mitmachen oder so. Und das kommt eher gut an. Das heißt, die Mitarbeiter geben auch ein positives Feedback, weil sie sagen, Mensch, ich kann eigentlich mein Kompetenzfeld auf diese Weise komplett auch ausleben. Das ist cool. Ja. Oder auch das Thema Kurzarbeit. Ne? Ja, also wenn es halt wirklich mal jetzt gerade konjunkturbedingt nicht so gut aussieht, dann ist das einfach ein Mittel, um zu sagen, ich muss dich nicht in Kurzarbeit schicken. Und das ist gut. Nun, sich einfach darauf zu verlassen, dass es immer von Handwerk Connected kommt, der Kollege, den ich brauche, ist vielleicht dauerhaft jetzt alleine das Konzept auch nicht. Unterstützt ihr auch Betriebe dabei oder gibt Hilfestellung, wenn es darum geht, die eigenen Kapazitäten auszubauen, die richtigen Leute zu finden? Wir selber machen das nicht, weil wir so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten sagen, aber wir haben Partner, die das tun und sehen da halt vor allem dann einen Hebel, Hand in Hand zu gehen, das Thema Employer Branding, eben das, was ich gerade gesagt habe, dass Mitarbeiter für das eben auch eingesetzt werden, für was sie qualifiziert sind. Dass Mitarbeiter, also ich nenne jetzt mal kurz, das, was wir heute tun, ist ja auch, was die junge Generation möchte, anders adressiert werden, anders angesprochen werden, dass man wir haben Partner an der Hand, die helfen, das Insta-Profil, die Website besser zu machen, TikTok-Videos drehen etc., weil aus unserer Sicht besteht da schon ein großer Schlüssel, gerade auch um das Thema Fachkräftemangel der Jugend. Also wie kriegen wir junge Leute dazu, diesen Beruf auch in die Hand zu nehmen? Weil das ist ja ein unglaublich spannender und toller Beruf, gerade wenn es auch möglich ist, auf diese Weise immer mein Kompetenzfeld auch zu erweitern und nicht an einer Stelle im Grunde genommen am Ende stehen zu bleiben. Spannend. Gerade wenn es darum geht, jetzt auch verschiedene Gewerke zusammenzubringen. Das Thema gewerkeübergreifende Kooperation ist ja ein langes Thema schon im Handwerk. Ist das vielleicht die Methode, das jetzt mal über die Mitarbeiter zu versuchen, weil es vielleicht über die Betriebe manchmal etwas zu sperrig ist? Sicherlich ist das auch ein Schlüssel. Ja. Letztendlich geht es uns einfach darum zu sagen, wenn wir diese über 5 Millionen Beschäftigte im Handwerk, das ist ja, ich spreche schon als Handwerker, wir sind so eine Macht im Handwerk. Das zeigt Identifikation, das ist sehr gut. Und es geht letztendlich darum zu sagen, wenn wir einfach Probleme haben in der Struktur, dann müssen wir diese Fachkräfte einfach bestmöglichst nutzen. Und da ist jeder Mitarbeiter einfach Gold wert. Und über solche Tools, wie wir es sind, über solche Plattformen, kann ich das einfach tun. Und diese gewerkeübergreifende Kooperation, dass dann ein Elektrofachbetrieb sagt, okay, ich arbeite jetzt über diesen Mitarbeitertausch, zweitens aber eben auch generell vielleicht mit einem Malerbetrieb oder mit einem Trockenbauerbetrieb oder mit einem SHK-Betrieb zusammen. Gibt es sowas auch? Ist sowas zustande gekommen bei euch? Ja, genau. Also wir haben da tatsächlich, das meinte ich vorhin mit so Serialtäter, die bauen sich dann quasi ihr eigenes Netzwerk auf. Das kann man auch bei uns gut machen. Man kann so eine Art Merkliste, dass man sagt, mit denen habe ich schon zusammengearbeitet, da kann ich mir Notizen reinschreiben, die möchte ich beim nächsten Mal wieder direkt anfragen. Also dass da so, wir nennen es so kleine Hubs sich auch bilden, regionale. Das ist schon auch was wir sehen und was wir aber forcieren. Spannend, weil natürlich halt, wenn man den Betrieb kennt, wenn man vielleicht auch den Mitarbeiter kennt, die Prozesse einfach auch nochmal einfacher funktionieren dann im Zusammenspiel.
Sehr cool. Ich glaube, es ist ja heute so, dass viel Technik auch zusammenwächst. Wir sehen das hier bei Gira hier auf der Messe wieder, wie halt auch zum Beispiel das Thema Energiemanagement aus dem Elektrogewerk heraus jetzt eben gesteuert wird. Dazu brauche ich ja die Kooperation zum Beispiel mit den Heizungskollegen. Das ist also ein Punkt, von dem du auch sagen würdest, das ist die Zukunft, dass die Gewerke nicht nur in ihrem jeweiligen Feld stehen bleiben, sondern gezielt auch die Schnittstellen zu den anderen bedienen. Ich glaube das absolut. Ich sehe, das ist hier ein Trend. Wenn man hier durch die Messe geht, sieht man es aus meiner Sicht. Man merkt, dass die Grenzen so ein bisschen fließend sind. Gebäude, Automatisierung, Technologien, Wärmepumpe etc. Das spielt hier alles so ein bisschen rein, dass die Gewerke auch sich ja ein bisschen fließender miteinander bewegen. Und ich glaube, das ist ein Trend und eine Riesenchance eben für das Handwerk insgesamt. Und auch nochmal, vielleicht nochmal einen Satz zu sagen, ich glaube auch eine Riesenchance, um diesen Beruf attraktiver zu machen. Weil wenn ich mich hier umgucke auf dem Stand und auch generell auf der Messe, da ist so viel Innovation, so viel Technologie, so viel, ja, jetzt mal nicht, was man im ersten Sinne mit Handwerk klassisch verbindet. Und das ist eine Riesenchance, eben hier auch junge Leute davon zu begeistern, eure Vision mit 80 Sekunden zum Thema Nachhaltigkeit etc. da einen Beitrag zu leisten. Wir können das aus unserer Perspektive nur sagen. Wir stellen fest, dass halt sehr viele Bauherren, Investoren, Projektentwickler selber bisher Gewerke koordinieren mussten und es eigentlich viel lieber dem Handwerk selbst überlassen würden, die Prozesse und die Themen zu steuern und da auch viel lieber auf die Kompetenz des Handwerks eigentlich setzen würden. Wenige Handwerker tun das bisher in der Form. Ihr wärt eigentlich die Plattform, um das für jeden einzelnen Betrieb zu schaffen. Es ist ja auch verständlich, warum sie es nicht tun. Ne? Also wenn ich heute mal mit einem Handwerker spreche, was die alles regeln müssen, ich nenne es jetzt mal von der kompletten Wertschöpfungskette, welche Hürden die auch zu nehmen haben, das ist einfach immens. Und dann kann ich auch verstehen, dass da irgendeiner mal aussteigt und sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Und deshalb glaube ich, ist die Herausforderung tatsächlich smarte und einfache Tools zu nutzen, die zu implementieren oder anzubieten, die jeder Handwerker auch nutzen kann, die nicht mit viel Setup und ich muss noch monatelang Schulung etc. zu machen sind, sondern dass jeder Handwerker einfach sehr schnell hier seinen Mehrwert auch direkt rausziehen kann. Ja, das glaube ich ist ein sehr entscheidender Punkt. Kompetenzerweiterung, ohne dass ich eigentlich meine Themen verlassen muss. Denn auch in den Themen tut sich ja wahnsinnig viel. Als Handwerker muss man ja alleine heute schon unglaublich viel tun, um nur in dem Feld, in dem man schon ist, up-to-date zu bleiben. Deswegen der kleine Werbeblock für Gira sei ja an der Stelle zulässig. Gibt es ja auch ein ganz großes Angebot in der Gira Akademie für die Qualifizierung zu neuen Feldern innerhalb des Elektrofeldes von Gira. Das finde ich cool, aber eben andere Gewerke sich hinzuzuholen, ist dann die Sache von Handwerk Connected. Um sich dort anzumelden. Muss man denn viel tun, wenn man bei euch starten möchte? Also muss man erstmal x Profile hochladen, um sich als ja auch einen Betrieb zu profilieren, von dem vielleicht auch der eine oder andere Mitarbeiter sagt, da gehe ich auch mal hin, Chef, tausch mich mal aus. Nein, man muss nicht viel machen. Also es ist letztendlich wirklich so, dass die Anmeldung ist online, digital, wir sind cloud-basiert. Ich kann das per Handy machen, ich kann das auf dem Rechner machen. Ich muss ein paar Informationen angeben. Wir müssen letztendlich wissen, welches Gewerk deckt der Betrieb ab, welche Spezialisierung hat er, wo ist er tätig und vielleicht noch, wie weit will er fahren, weil dann tatsächlich dann der Algorithmus das zusammenmatcht. Und das war's. Wichtig noch für uns als Qualitätsnachweis sind natürlich noch solche Themen wie Gewerbeschein, Eintragung in die Handwerkerrolle. Das ist aber einfach, ich nenne es jetzt mal Hygiene, weil das gehört einfach auch dazu, dass wir einfach sicherstellen wollen als Plattformbetreiber, dass eben Handwerker da sind und nicht die talentierte Nicole, die einfach gern mal was machen möchte. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, weil am Ende geht es ja auch darum, dass das halt alles Leute mit Meisterbrief sind, die dort unterwegs sind, dass wir am Ende hier nicht Einfalltore dafür schaffen, dass am Ende nicht ausreichend qualifizierte Leute ihre mangelnde Kompetenz noch über diverse Betriebe multiplizieren können. Also das kontrolliert ihr, dass die auch lizenzierte Leute sind? Genau, das kontrollieren wir und ich kann auch in einem Auswahlprozess bis hin zu, ich möchte nur mit Innungsbetrieben, bis Sprachkenntnisse, welche Sprachkenntnisse müssen vorhanden sein, das kann ich alles auswählen. Ich möchte auch nicht verheimlichen, dass wir da quasi gerade erst auch am Anfang sind. Ich glaube, da haben wir noch ganz viel auf unserer Liste stehen, was wir noch vorhaben, aber das auditieren wir heute, ja. Weißt du, wie viele Betriebe aus dem Elektrohandwerk bei euch sind von den 3.500?
Ich weiß, dass SAK und Elektro sind die zwei stärksten und wir haben so rund 1000 SAK, 1000 Elektro, das sind so die zwei stärksten und dann verteilen sich die anderen Gewerke tatsächlich auf die anderen 1,5. Gut, aber das wäre ja die Botschaft auch an die Handwerker hier. 1000 Kollegen von ihm aus dem Elektrohandwerk haben schon gezeigt, dass es funktioniert. Also sicherlich ein Punkt, wo man dann auch mal sagen kann, das schließen wir auf. Ich bin nicht der Erste, da sind schon viele Erfolgsrezepte unterwegs dabei. Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Wollen wir mal schauen, ob es hier Fragen zu dem Thema gibt? Dank, Nicole und Robert, für diesen spannenden Vortrag. Ich gucke auch mal in die Runde, ob es Fragen von hier gibt. Ansonsten kamen tatsächlich, warten wir noch einen Moment, von daheim ein paar Fragen. Und zwar als erste, das ist so eine zweigeteilte Frage. Wo hat man die Möglichkeit, sich anzumelden? Vielleicht stellen wir das nachher auch noch kurz in YouTube, also in den Channel mit rein, Ja. einfach unter www.handwerkconnected.de und dann steht oben registrieren und dann einmal anmelden und den Rest machen wir dann werden Sie kontaktiert und alles weitere geht dann, wie ich gerade gesagt habe, sehr einfach. Sehr gut. Der Nutzer kommt anscheinend aus Köln. Wie sieht das im Raum Köln aus? Sehr gut. Kennst du alle 1000 Betriebe, die ihr in Köln so habt, ja? Alle 1000 per Du. Nein, aber tatsächlich ist Köln, NRW ist unser stärkster Bereich, in dem wir kommen aus Wermeskirchen, Weltstadt Wermeskirchen, wer kennt sie nicht? Deshalb sehr gut. Sehr gut. Und noch eine abschließende Frage. Sind das denn eigentlich in der Regel langfristige Kooperationen, die man dann eingeht? Beides. Man kann, also es ist immer so, ich fühle mich wie ein Anwalt, wenn ich sage, kommt drauf an, aber es ist tatsächlich so, wir haben quasi eher projektbezogene Kooperation, dass jemand sagt, ich brauche für einen, keine Ahnung, Anschluss von einer Wärmepumpe einen Elektriker, der die Inbetriebnahme macht, dann ist es ein Tag. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über die Plattform dauerhaft Aufträge oder dauerhaft Kooperationen auszuschreiben. Wunderbar. Vielen Dank. Das sind die Fragen, die von daheim kamen. Ich gucke noch mal in die Runde, aber in diesem Sinne. Und von unserer Seite von 80 Sekunden kann ich einfach nur sagen, wir suchen die Macher, die wirklich in der Lage sind, diesen Markt auch nach vorne zu bringen, sicherzustellen dafür, dass mehr, schneller und nachhaltiger Wohnungen gebaut werden. Da sind sicherlich die Handwerker, die ihr vermittelt, gute und kompetente, weil auch moderne Betriebe und Handwerk Connected herzlich eingeladen, am 15. und 16. Mai in Berlin auch nochmal zu zeigen, was ihr ausrichten könnt, um diese ganze Branche nach vorne zu bringen. Wenn mehr, schneller und nachhaltiger gebaut wird, dann nur mit den kompetenten Handwerksbetrieben. Dafür stehen wir als 80 Sekunden, dafür steht Gira als unser Partner. Und aus unserer Sicht ist es eben sehr wichtig, mit den richtigen Tools die Handwerker dafür auch zu unterstützen. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank an euch beide.